Yay! Wir haben einen Preis gewonnen! Und zwar den Publikumspreis vom Deutschen Computerspielpreis. Boah, ey, echt krass. Also vielen, vielen Dank. Also ich hätte da wirklich nicht mit gerechnet, weil es waren sehr viele internationale Klopper dabei, wie Horizon und so weiter. Und das war ja überhaupt nicht zu erwarten. Wie ist dir denn dabei? Ja, ihr müsst euch vorstellen, irgendwie dieser Preis, den gibt es seit 2009. Das heißt, das war jetzt die 10. Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises. Und es durften ja für die von euch, die selber gewählt haben, haben das vielleicht bemerkt, nicht nur die Nominierten gewählt werden und auch nicht nur die Deutschen gewählt werden, sondern alle Spiele. Und dann hat nie ein Spiel aus deutschen Landen diesen Preis gewonnen. Entsprechend haben wir auch null damit gerechnet. Wir saßen da in diesem Publikum, haben irgendwie diese Preisverleihung gesehen und waren gedanklich irgendwie schon auf der Aftershow-Party. Einen Jurypreis haben wir nicht gekriegt und dann auf einmal... Alkohol? Dann sahen wir auf einmal irgendwie unsere Figur da oben auf dem Bildschirm. So, oh Gott, das sind wir! Oh Gott, und er irgendwie total verpeilt. Was muss ich jetzt machen? Tom, was muss ich jetzt machen? Ja, vielleicht bewegst du dich mal schneller, du musst jetzt auf die Bühne. Also es war Wahnsinn. Wir wollen diese kleine Danksagung vor unsere nächste Sendung machen, weil die haben wir ja eigentlich vorher schon aufgenommen. Und wollen euch einfach nur mal danken. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann geht's jetzt weiter mit der Folge von letzter Woche. Hallo, wir sind's wieder, die Piranhas. Willkommen bei Piranha Becken TV Nummer 2. So, letzte Mal haben wir uns vorgestellt. Ich bin der Björn, du bist die Jenny, ja. Wir sind Piranha Bytes. Wir haben so Spiele gemacht wie die Gothic-Reihe, die Risen-Reihe und gerade sind wir mit Elex rausgekommen. Wir sind in Essen, das heißt im Ruhrpott sitzen wir hier und sind uns weg dieser Sendung, die wir hier machen, ist euch ein bisschen mehr Einblicke zu verschaffen in unsere Arbeit und ein paar Sachen halt zu beantworten und ja, einfach mal ein bisschen locker zu plaudern und zu gucken, was daraus entstehen kann. Wir sind noch ein bisschen unorganisiert, so ein bisschen unsortiert, aber das wird sich mit der Zeit wohl legen. Ne? Wie sage ich immer schön, nicht labern, machen. Ne? Und letztes Mal hatten wir angedacht, ein bisschen mal so ein aktuelles Thema anzuschneiden. Ja, das, was jetzt momentan in Vogue ist ja immer so eine Zeit, irgendwie dann ist Zweiter Weltkrieg damals irgendwie total geil, jeder Entwickler stürzt sich drauf, das war so um 2000 bis 2005 irgendwie, jedes Spiel hatte irgendwie gefühlt was mit Zweiten Weltkrieg zu tun. Dann kam die Zombie-Welle jetzt, ne, vor ein paar Jahren und es ist ja immer noch, irgendwie Zombies sind ja auch geil und so. Und aktuell ist es so, dass unheimlich viele Entwickler auf den Battle Royale-Modus setzen. Das heißt also, dass Leute tatsächlich irgendwie ihr Spiel veröffentlichen und danach dann so einen Modus einbauen möchten. Oder vielleicht sich sogar komplett drauf stürzen auf Battle Royale. Ja, was ist das überhaupt, Battle Royale? Also es ist so, dass du wie bei Public Unknown Battleground, ja, die das sehr gut kultiviert haben, also ein sehr gutes Spiel gemacht haben, da wirst du reingefecht mit 100 Spielern in einen Hubschrauber, wirst auf eine Insel runtergelassen und dann musst du halt Sachen sammeln, dass du dich wehren kannst, Knarren und so und dann kommt irgendwie so eine Zone, die sich immer weiter zuzieht. Du weißt nicht genau, wo sie sich zuzieht, das ist das Spannende daran, ne? Und ja, das ist halt irgendwie der Letzte überlebt. Survival of the Fittest, so, ne? Und dann hat man halt so einen inneren Zirkel nachher, da sind vielleicht noch 5 am Leben oder so und der als Letzter überlebt, der hat gewonnen im Grunde genommen. Ja. Gab es vorher in H1Z1. Ja. Da haben die das Prinzip schon etabliert. Danach haben sie es in PlayerUnknown's Battlegrounds aufgegriffen, nochmal neu gemacht. Ist super angekommen und aktuell ist Fortnite der heiße Scheiß. Da spielen alle ein ähnliches Spielprinzip, nur jetzt kann ich auch noch irgendwelche Häuschen bauen und irgendwelche Dinge irgendwo hinstellen alle spielen oder was ähnliches. Ja. Und ich hatte sogar tatsächlich auf Facebook war das, glaube ich, gelesen, irgendwelche Leute, die gesagt haben, ja, warum macht ihr das denn nicht mit dem Elex, ja, mach doch einfach eine blaue Wand und dann kannst du mit deinem Elex, mit deiner Elex-Figur da rumlaufen. Oh Mann. Gesundheit. Ja, danke. Ja, was denken wir denn darüber?
Also ich persönlich habe PlayerUnknown's Battleground auch gezockt. Wir haben auch oft zusammen gezockt. Das Schöne an dem Spiel ist ja, man kann es mit Freunden spielen. Ja. Und ich habe, glaube ich, jetzt etwas über 120 Stunden auf dem Konto und bin immer noch echt schlecht. Es macht einfach Spaß. Du bist halt mit ein paar Leuten unterwegs, alleine, ja, ist das natürlich auch, hat so seinen Reiz. Aber du bist mehr so von der Fraktion, sei der Busch oder sei das Gras. Also du schleichst dich sozusagen durch die Gegend und so. Und dann, wenn es dann losgeht, wenn die Leute sich gegenseitig überlaufen, schießen, dann werde ich immer als erstes erschossen. Ja. Also es gibt halt sehr viele Sachen, die man da machen kann und so. Es ist ein geiles Spielprinzip, so, ja. Warum nicht mal Piranha Bytes mäßig? Ja. Was uns am wichtigsten ist an der Stelle vielleicht, ist unsere Spiele, die sind ja nun mal jetzt nicht für sowas bekannt. Also eigentlich weder für Multiplayer noch für Koop. Und klar kommt, wenn so eine irgendein neues Feature oder eine tolle neue Idee da draußen aufkommt, auch hier eine Diskussion auf, wäre das nicht was für uns? Und die erste Sache, die wir dann spontan natürlich sagen müssen, also mit Sicherheit nicht fürs Hauptspiel. Denn wir sind hier jetzt nicht die Multiplayer-Klitsche, sondern eigentlich eher die klassische Open-World-RPG-Klitsche, die Spiele macht mit klassischen Singleplayer, vielen Quests mit Konsequenzen etc. Und das Ganze hat ja sogar eine Geschichte. Also wir hatten damals zu Gothic 1 Zeiten tatsächlich geplant, einen Multiplayer einzubauen, sogar so ein Koop-Ding oder so. Deswegen heißen unsere IDs der Entities in der Welt auch PC Underbar Hero, also Player Character Hero. Ja, dann spielst du halt den namenlosen Helden. Sollte man spielen, dann gab es den PC Underbar Milton, PC Underbar Diego und so weiter. Ja. Die Modder da draußen, die werden sicherlich wissen, wovon ich rede. Und wie würde der Österreicher sagen, es ging sich nicht aus, auch an der Stelle. Ja. Es ist halt ein ganz anderes Spiel, wenn du tatsächlich eine Geschichte erzählen willst, in einer Welt, wo halt viele, viele Leute rumrennen, ein eigenes Inventar haben, selbst bestimmen wollen, wie die Geschichte weitergeht und so weiter. Es gibt viele Spiele, die das sehr gut machen, aber für uns ist es einfach, wir möchten gerne eine epische Geschichte erzählen, wir möchten gerne das erste Buch, die erste Seite vom Buch, möchten wir die gerne erzählen. Wenig linear, eigentlich fast gar nicht. Das heißt Open-World-Prinzip, jeder NPC kann der Erste sein, dem man begegnet in der Welt. Du bist völlig frei und so weiter. Und das beißt sich einfach mit diesem Multiplayer-Gedanken. Und so ein Battle Royale-Modus, glauben wir einfach, dass das irgendwie, sag ich mal, nicht so der heiße Scheiß für uns ist. Wir müssten erstmal überhaupt in diese Richtung denken. Wir müssten uns anders aufstellen. Ja? Und wir spielen solche Spiele unheimlich gerne, aber selbst entwickeln kommt auch noch dazu, dass wir davon überhaupt gar keine Ahnung haben. Kommt noch dazu, dass es wirklich sehr viele jetzt momentan auch machen. Das heißt, es gibt da sehr viele gute Spiele da draußen, die diesen Modus halt haben und deswegen haben wir jetzt nicht so den Antrieb, tatsächlich in diese Richtung zu denken. Was wir auf gar keinen Fall wollten, ist unser eigenes Singleplayer-Spielprinzip irgendwie zu vergewaltigen, damit man einen Multiplayer möglich macht. Ja, das heißt, Spielprinzipien hinzuzufügen, zu ändern oder etwas extra zu machen, funktioniert bei uns sowieso nur dann, wenn unser Singleplayer bleibt, was er sein soll. Denn das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass wir sagen, ach ja, wir machen jetzt einen Multiplayer, machen deswegen irgendwie unsere Quests weniger, linearer oder sonst irgendwas und dann am Ende finden die Leute beides Kacke. Ja, wir haben halt das Gefühl, es zieht uns irgendwo Energie ab, ja, an der Stelle, wo wir, sage ich jetzt mal, am besten funktionieren oder das, was uns auch am meisten Spaß macht. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Wenn du ein Produkt produzierst, muss es Spaß machen bei der Produktion, sonst merkst du dem Spiel das an. Also an irgendeiner Stelle hakt's dann und das will man einfach nicht. Das heißt, man möchte das bestmögliche Ergebnis und darum haben wir auch so gedacht. Also bei PUBG beispielsweise war das so, am Anfang konntest du noch nicht mal klettern. Die haben dich einfach in die Welt reingelassen, ne? Und dann hattest du halt echt so eine Kniehohe oder Mauer war echt ein ernsthaftes Hindernis für dich, weil du konntest nicht klettern, nicht vernünftig da irgendwie rüber und so und dann hat man auch Bugs ausnutzen können, wie zum Beispiel durch Fenster springen und so weiter. Und die haben sehr viel Feedback eingesammelt und haben sehr viel Arbeit investiert in dieses Spiel, haben die immer wieder spielen lassen und so. Da kam, ich meine, wer das Spiel kennt, das ist so, du fliegst mit dem Flugzeug, ja, und die Düsen
Partikel, die gehen nach vorne, zur Seite, kein Mensch weiß, warum das so ist, aber es interessiert dich dabei auch überhaupt nicht, weil das Spielprinzip ist geil. Das macht dir einfach Spaß. Aber da steckt unheimlich viel Arbeit und Zeit drin und Feedback verarbeiten, Community-Arbeit und so ein Kram. Ne? Und deswegen ist das echt der Hammer. Ja. Wobei das viele auch unterschätzen in der Entwicklung. Also es gibt viele Leute, die sagen, ja gut, dann nimm doch 2 Leute und die machen nebenbei dann mal eben den Multiplayer. Das funktioniert nicht. Mal eben geht gar nicht. Nie. Das ist ein eigenes Projekt, ist halt so. Ne? Ja. Da muss man halt sich wirklich drum kümmern. Man bräuchte Server, die vernünftig funktionieren, denn eine weitere schlimme Sache, die einem passieren kann, du machst einen Multiplayer, das Ding geht an den Start und die Server rauchen dir ab. Du musst einen vernünftigen Support haben für sowas, du musst ein Team haben, das das permanent weiter pflegt und sich nur darum kümmert, und das Team muss groß genug sein, um so ein Projekt neben dem eigentlichen Projekt, also in unserem Fall wäre das ja so, zu stemmen. Das ist eine Heidenarbeit, ein Riesengeldfaktor und auch ein immenser Zeitfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Entsprechend ist das für uns bisher nie in Frage gekommen und wir haben uns schön fein auf den Singleplayer fokussiert, der uns auch liegt. Wobei mir dazu einfällt, die nächste Frage, die ja dann eigentlich auf der Hand liegt, ist, was denn dann mit Koop? Ja, muss ja nicht gleich ein Multiplayer mit ganz vielen Servern sein. Warum kann man den Elex jetzt nicht einfach mit einem Kumpel spielen als Koop? Naja gut, also Multiplayer ist Multiplayer, ob Koop oder nicht Koop. Ja? Und es wäre auch an der Stelle ein eigenes Spiel. Es gibt so Spiele wie zum Beispiel Dead Space. Wir spielen Dead Space sehr, sehr gerne. Ja? Wir spielen es auch im Koop sehr, sehr gerne. Momentan, Dead Space 3 spielen wir, ja? Jenny und ich. Da spielst du halt 2 Typen und so weiter. Und es gab halt Leute, die tatsächlich gesagt haben, okay, das ist zwar ein gutes Spiel, aber es ist nicht mehr Dead Space. Ja? Weil die haben es nämlich tatsächlich geändert von Dead Space 2 auf 3, dass sie so das möglich gemacht haben, dass man es tatsächlich zu zweit spielen kann und so. Es ist einfach eine ganz andere Auslage des Spiels. Das würde einfach unser Grundprinzip halt komplett ändern und ich glaube nicht, dass das wirklich den meisten Leuten gefallen wird, weil wir müssen auch schon so ein bisschen gucken, dass wir möglichst viele Leute, sag ich jetzt mal, mit ins Boot kriegen bei unseren Spielen, dass wir euch tatsächlich auch das Spiel bieten, was ihr von uns erwartet und was ihr haben möchtet. Ne? Und diese Koop-Spiele, wenn man mal guckt, es gibt so eine Webseite, die heißt cooptimus.de oder com oder irgendwie so, da kann man einstellen, welches Koop-Spiel du gerne haben willst, ne? Und ob das jetzt, welches Genre das ist, also RPG oder Shooter oder irgendwie so ein Kram. Und da wundert man sich, wie wenig Spiele da eigentlich dann rauskommen. Wie wenig Spiele man tatsächlich irgendwie Koop spielen kann, entweder auf der Couch, zu zweit, ja, oder halt übers Netz. Also ne, damals gab es ja noch die LAN-Partys, da hat man die Rechner zusammengeschoben. Heute geht ja alles übers Internet, ist ja auch alles viel einfacher. Ist auch super toll, es läuft auch alles. Aber es gibt so wenig davon. Warum ist das so? Weil Entwickler sich da gar nicht so drauf fokussieren, weil nämlich die Menschen, die Koop-Spiele spielen wollen, viel, viel weniger sind, als die beispielsweise einen Singleplayer spielen wollen. Ja? Und für so eine mittelgroße Butze, wie wir jetzt sind, wir Piranhas, ja, wäre das irgendwie, man würde dann von der Nische, die wir sowieso schon bedienen, mit unseren Spielprinzipien und mit unserem Zeug, was wir machen, noch nischiger werden. Und das wäre einfach ein Sockenschuss. Und dafür dann tatsächlich auch noch irgendwie die Grundprinzipien verbiegen und so weiter. Deswegen machen wir das nicht. Ja. Wir hatten mal verschiedene Designs versucht, ja. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen irgendwie. So ein Piranha-Bytes-Spiel ist klassischerweise sehr groß und du hast sehr viele verschiedene NPCs und Quests, die du spielen kannst. Du läufst mit deiner Figur irgendwie zu einem NPC und führst einen Dialog. Es gibt sehr viele verschiedene Dialoge und Quests, die du machen kannst und du hast jetzt auch noch deinen Kumpel dabei. Wie machst du das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Ansätze. Beispiel, du kommst mit deinem Kumpel dahin und der Kumpel ist nur wie dein Hündchen, der kann die ganze Zeit nur mitlaufen, du spielst das Spiel, der NPC spricht auch dich an und du führst den Dialog und der Kumpel, der steht die ganze Zeit daneben und kann irgendwie warten. Im schlimmsten Fall hat er nicht mal ein eigenes Inventar und das ist dann super langweilig für den, sich den ganzen Kram anzugucken. Das macht keinen Spaß. Also was machst du? Möglichkeit 2, du machst möglich, dass der mit interagieren kann. Wie macht man das? Entweder du machst es so, dass er denselben Dialog auch führen kann, da sind beide irgendwo anders unterwegs und greifen dieselben Quests ab, würde für unsere Quests bedeuten, dass sich die NPCs die Sachen anders merken müssten.
Das heißt, wir müssten unsere Quests vereinfachen und linearer gestalten, damit überhaupt die NPCs sich merken können, Spieler 1 hat jetzt diese Quest am Start, Spieler 2 hat diese Quest am Start und die kommen sich nicht ins Gehege und widersprechen sich auch nicht, wenn ich jetzt zu dem zweiten gehe oder zu dem dritten oder eine Quest abgebe und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssten unser Spiel wesentlich weniger Konsequenzen einbauen, wesentlich linearer gestalten. Das würde für die Leute, die den Singleplayer spielen wollen, ohne ihren Kumpel, wesentlich magerer und schlechter machen. Das will eigentlich Also nicht keiner. falsch verstehen, das ist ja alles möglich. Das ist möglich. So, aber wir haben halt so Grundprinzipien, ja, denen wir treu bleiben wollen, Ja. weil auch viele Sachen von der Community, also auch von den Fans und so weiter gefordert werden, Richtig. die dann in so einem Spiel nicht mehr vorkommen würden. Ganz Richtig. klar. Und wir glauben, Ja. dass das eine schlechte Idee ist. Ja. Also, nächster Gedanke, da macht man halt eine Kampagne. Ja, man hat diesen Singleplayer wie immer und dann macht man vielleicht noch nebenbei irgendwie eine Questreihe, die man mit seinem Aber Kumpel das ist machen nicht kann. das Gleiche. Das Das ist einfach nicht das Gleiche. Man möchte ja doch das Spiel spielen richtig. zusammen. Ne? Ja. Und das beißt sich dann und diese Überlegungen führen letztendlich dazu, dass wir sagen, nein, wir konzentrieren auf den Singleplayer, wir machen lieber noch mehr Konsequenzen, mehr Spieltiefe, mehr Lore ins Spiel, anstatt das rauszunehmen und dafür kannst du deinen Hund mitnehmen. Also wir spielen, um mal so ein zweites Thema aufzugreifen, ja, was Piranhas halt so machen in ihrer Freizeit. Ja, weiß ich nicht, durch welches Spiel bist du denn überhaupt ans Spielen gekommen? Boah, jetzt hast du mir aber da einen hingeklatscht, ey. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mir einen PC gekauft irgendwann. Ja, diese ganze Amiga-Zeit, die habe ich gar nicht mitgemacht. Früher, da war ich glaube ich 16 oder so, da habe ich mir einen C64 noch rumprogrammiert und die alten Spiele gespielt und so weiter. Und ja, es war so eine Mischung aus Zocken und Faszination von Programmieren und Sachen beeinflussen und so. Und ich glaube, es war Doom, was mich dann wieder dazu gebracht hat, tatsächlich dann den PC zu kaufen und da zu zocken und so, weil ich es einfach faszinierend fand, dass man in einer 3D-Welt rumrennen kann. Was heute ja völlig normal ist, aber Spiele wie Ultima Underworld oder so, die haben mich dahin gebracht. Ja, tatsächlich, weil Ultima Underworld, das Ding, das konnte ja echt viel. Ne? Du hattest Shooter-Elemente drin, du hattest Rollenspiel-Elemente drin, klar, alles Event-driven, du kamst irgendwo hin und dann änderte sich was. Sehr einfach gestrickt, aber super genial. Ja? Du hast ein Inventar gehabt, du hast Sachen gesammelt, du konntest die in die Gegend rumschmeißen, du konntest irgendwie deinen Heiltrank, irgendein Monster vom Kopf werfen und solche Sachen. Also das war großartig so. Ich glaube, da ungefähr liegen meine Wurzeln. Ja, und natürlich vom Pen-and-Paper-Rollenspiel, ne, und Live-Rollenspiele, die wir gemacht haben. So, und die interessante Frage ist, haben wir uns mit unserem Hobby denn mit unserem Beruf unser Hobby versaut? Hast du mit dem Hobby deinen Beruf versaut? Habe ich mit Im Prinzip schon, ne, oder? Also beides eigentlich, ne? Also ich bin ja eigentlich Lehrer für Physik und Chemie und so, und wenn man mal jetzt davon ausgeht, dass man irgendwie was Vernünftiges lernt, und dann stimmt das auch, ja. Diese Frage wurde tatsächlich sehr häufig an uns herangetragen durch die Community. Aus meiner Sicht ist das so, man versaut sich sein Hobby nicht. Also es hat mich nie davon abgehalten, irgendwie Spiele zocken zu wollen, aber es verändert den Blick auf Spiele. Denn wenn man tagtäglich in dem Beruf arbeitet, selber designt und Spielprinzipien ich sag mal, begreifen lernt. Als ich das erste Mal hier in die Butze kam, irgendwie bin ich ins Proggy-Büro gelaufen und die haben sich unterhalten. Ich habe kein Wort verstanden, habe gedacht, ach du Scheiße. 1-1-0-0-0-1-0, ha, 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 ha. Typischer Proggy-Witz. Das lernst du nie. Nein, auch heute nicht. Wir verstehen die immer noch nicht. Die Ja, aber mittlerweile weiß ich das auch gar nicht wichtig, die zu verstehen die Dinge, die ich tatsächlich gelernt habe, die erkenne ich halt in aktuellen Spielen wieder. Ja, also wenn du guckst auf ein Spiel und siehst sofort, ach, alles klar, der hat das so und so gemacht. Oder so. Du kommst irgendwie in den Gang, irgendwie gerade bei Dead Space jetzt, sind wir ja aktuell im Zocken, gleich kommt bestimmt irgendwie ein Event. Wenn du jetzt über diese Linie läufst, dann kommt bestimmt irgendwie ein Vieh aus dem Fenster gesprungen und solche Sachen denkt man dann irgendwie. Denken Spieler da draußen auch häufig auch. Vor allen Dingen, wenn sie solche Spiele öfter spielen, aber als Entwickler ist das irgendwie permanent so. Du erkennst einfach Spielemechaniken und Gameplay-Mechaniken sehr schnell und bist dann auch gerne dabei, irgendwie bei dem Spiel dann gleich mitzudesignen. Das ist etwas, das man macht, hält mich aber nicht davon ab, irgendwie Spaß zu haben an den Spielen und trotzdem immer weiter zu zocken. Also unsere eigenen Spiele zocken wir, ganz klar. Ne? Ja. Also Elex habe ich 2,5 Mal durchgespielt. Ja. Das ist aber was anderes, das ist Arbeit, ja. Und ja, es gibt schon so Abende, wo ich mir denke, kommst du nach Hause, sitze dich dann vor den Rechner oder nicht, so, ne? Momentan machen wir es wieder, ist immer so phasenweise oder so, aber
ja, vielleicht ein Stück weit hat man sich sein Hobby versaut damit. Ne? Weil man halt, wenn man nicht die Fähigkeit hat, tatsächlich sich davon zu lösen, von diesen ganzen Game-Mechanismen, ach guck mal hier, Clipping-Fehler, die haben auch die Probleme oder so, ja. Also, dass man immer so von seiner eigenen Arbeit so oder so reindenkt, ne? Oder so, ach guck mal hier, die machen ja alles viel besser als wir oder sowas, ja. Wenn man jetzt halt auch auf der Schiene ist, klar, ne? There's always a bigger fish. Und es gibt da so unheimlich viele geile Spiele da draußen, die wir zocken, ne? Und unser Pile of Shame ist mittlerweile auch ziemlich groß geworden. Ja, aber wir holen das so nach und nach wieder auf. Also ich würde nicht sagen, dass mir das Hobby damit versaut Jenny hat. ist zuversichtlich. Ja, ich bin auch, ich habe auch immer noch Bock. Also. Ja, ich auch, so ist es ja nicht. Aber es kommt schon vor, dass man tatsächlich nach Hause kommt und sagt, oh. Ja gut, wenn es gerade irgendwie was nicht funktioniert irgendwie, sondern erst nach 3 Tagen, dann ärgert man sich dann natürlich, wenn man es gerade in einem anderen Spiel sieht. Aber das motiviert einen ja auch, wenn man irgendwas sieht, denkt, boah, das ist so ein geiles Feature, das müssen wir eigentlich auch einbauen. Das ist auch sehr oft, dass wir sowas machen. Ja. Ja, und was wir auf jeden Fall machen, ist rumtwitchen. Ne? Ja. Das heißt, wir gucken uns an, wie Leute unser Spiel spielen. Wir gucken uns an, wie Leute andere Spiele spielen. Ja. Und das wäre vielleicht noch so ein Thema für das nächste Mal, ja? Dass wir uns mal so ein bisschen angucken, was ist denn genau jetzt Twitch und was ist YouTube und wie gehen wir Entwickler damit um? Haben wir Probleme damit, unser eigenes Spiel, andere Spieler spielen zu sehen oder ist das vielleicht sogar geschäftsschädigend oder sowas? Da sollten wir uns vielleicht beim nächsten Mal beschäftigen. Ihr könnt eure Gedanken und eure Anregungen für uns unter unser Video drunter schreiben. Wir werden darauf dann auch reagieren und sicherlich das eine oder andere damit einfließen lassen, weil wir sind noch so ein bisschen neu mit dem ganzen Kram. Wir versuchen halt mehrere Formate auszuprobieren oder mehrere Themengebiete. Was interessiert euch wirklich? Und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Piranha Becken TV, die zweite. Laut genug? Ja. Gut. Du hast ein leeres Glas. Ja. Ah, du hast eine Cola mitgenommen. Sehr gut. Das ist ja schön. Gestern war so eine Flasche noch irgendwie geschüttelt. Das war auch eine richtige Na Sauerei. sowas.